Alles Legendenauftrag. Zhongli. Historia Antiqua. Muss irgendwie ans Boot kommen. Nur wie ist die Frage? Ich habe keine Ahnung. Wisst ihr, wie das Boot kommt? Ich weiß es nicht. Ha. Nein. Falsche Richtung. Oh. So. Muss die Truppe wechseln. Ich glaube, das fing nämlich sofort an. Wenn ich ankommen würde. Ich wurde gar nicht gebracht, bin nach Berge gekommen. Und du bist nur hier, um dich umzusammeln, was? Das war so in etwa der unkonventionellste Auftritt, den je ein Besucher auf dem Perlenboot gemacht hat. Bitte? Naja, insofern bist du nicht anders als jeder andere Gast. Jeder kommt nur, um sich umzuschauen. Dann gefällt ihnen, was sie sehen, und sie bleiben ein wenig länger. Ehe du dich versiehst, können sie sich nicht mehr wegschleppen. Trotz der Stegreifmittel, mit denen du hier angekommen bist, bist du ein sehr geschätzter Gast von weit her. Und wir heißen dich wie jeden anderen willkommen. Es würde einfach schlechte Manieren zeigen, dich vor die Tür zu setzen, wenn du gerade erst angekommen bist. Wir können dich nicht gegen die Regeln verstoßen lassen, verstehst du? Sonst muss ich mich vor dem Chef verantworten. Welche Regel? Ich guess es ist nur mit einer Erlaubnis erstattet, bla bla, Einladung. Die Mehrzahl deren, die sich trotz der Regel einschleichen, sind Kriminelle mit dubiosen Absichten. Keine Sorge, ich bin mir wohl bewusst, dass du dich aus Versehen eingeschlichen hast, ohne Regeln zu kennen. Du bist kein Krimineller. Woher will ich es wissen? Alle Gäste hier sind auf Einladung angewiesen. Einladung anwesend. Nach den Regeln des Chefs haben sie das Recht, auch andere Gäste einzuladen. Wenn du erinnerst, öfters mal vorbeizukommen, solltest du dich also am besten unter die Gäste mischen und sehen, ob du einen von ihnen überreden kannst, dir einen Einladungsbrief zu geben. Ja, sicher doch. Ein klüger Typ. Ich mag deinen Stil. Gut, ich werde hier warten. Zhongli, Mann, die war zu mies zu mir, Mann, Zhongli. Die war zu mies, Mann, schmeiß da raus. Oh, I didn't think I would see you here. Oh, ich hab nicht damit gerechnet, dich hier zu sehen. Hab ich auch nicht. Are these two your friends? Sind die beiden deine Freunde? Yes, we had the fortune of meeting not too long ago. They are quite a knowledgeable and talented pair, and a pleasure to be around. Ja, wir hatten das Glück, vor kurzem zu treffen. Sie sind ein wirklich kompetentes und begabtes Paar. Und es ist eine Freude, Zeit mit ihnen zu verbringen. Ah, wie netter. Traveler, we were just discussing the history of Rex Lapis. Would you like to listen? Wir haben gerade über die Geschichte von Rex Lapis gesprochen. Möchtest du zuhören? Rex Lapis Lazuli?
This, good sir, seems not to appreciate the almighty power of the Lord of Geo. As a professional archaeologist, I'm inclined to correct some of his erroneous views. Dieser feine Herr scheint die Allmacht des Herrn von Geo nicht anzuerkennen. Als professioneller Archäologe bin ich geneigt, einige seiner fehlerhaften Ansichten zu korrigieren. Tatsächlich ist er. We are discussing the whereabouts of the first Mora. Wir diskutieren darüber, wo der erste Mora zu finden ist. Das ist One Piece. The first Mora? Erste Mora? As everyone knows, the Lord of Geo taught the ancient people of Liyue the craft of smelting, creating goods that allowed them to develop trade with the early nations of that time. Wie der weiß, hat der Herrscher über die Felsen dem alten Volk von Liyue die Schmiedekunst beigebracht. So konnten sie Güter herstellen, welche ihnen den Handel mit den früheren Nationen dieser Zeit erlaubte. Today, Liyue holds the sole right to cast Mora in the entire continent of Tibet. The world's very first Mora should have been cast by the hands of the Lord of Geo himself thousands of years ago. Heute hat auf der ganzen Kontinent von Tibet einzig Liyue das Recht, Mora zu gießen. Der allererste Mora der Welt sollte vor Tausenden von Jahren von den Händen des Herrschers über die Felsen selbst gegossen worden sein. According to my research, as well as my own hypothesis, I believe that this coin of unique historical significance has been passed down secretly through the years as a kind of token. Meiner Forschung und auch meiner Theorie zufolge glaube ich, dass die Münze von einzigartiger historischer Bedeutung über die Jahre im Verborgenen als Zeichen weitergegeben wurde. For example, perhaps the Qixing who control the Liyue use it in some kind of unknown ceremony they hold when they come to power. Power! Beispielsweise können die Xixing, die Liyue kontrollierten, sie in einer Art unbekannten Zeremonie verwenden, die sie abhalten, wenn sie ihre Macht erlangen. Oh, no. My research indicates that the first Mora coin is not such a simple thing. Nein. Meine Forschung zeigt, dass die erste Mora-Münze nicht so etwas Einfaches ist. Mora is a catalyst. This we all know. Even today, Mora is used in the mystic arts for its curious properties of weapon enhancement. Mora ist ein Beschleuniger. Das wissen wir alle. Seit heute wird Mora in den dunkelsten Künsten für die seltsamen Eigenschaft, Waffen zu verstärken, genutzt. The world's first Mora would no doubt possess the strongest power. My next historical treatise will boldly expound on the newest findings from my intense decade-long research. Die erste Mora der Welt hat mir Sicherheit die größte Macht. Meine nächste historische Abhandlung wird die neueste Erkenntnis meiner intensiven, jahrzehntelangen Forschung deutlich darlegen. That is, that the Lord of Geo used this original Mora as a catalyst to enhance a dagger and a sword. Es ist so, dass der Herrscher über die Felsen diese ursprüngliche Mora als Beschleuniger verwendet hat, um einen Dolch und ein Schwert zu verstärken. A dagger and a sword? Ein Dolch und ein Schwert? Well, buy the book when it comes out to read the full story. For now, I will only reveal this. The one who finds the dagger shall become supreme in Liyue, and the one who finds the sword may be crowned Liyue's sovereign. Er kauft das Buch, wenn es erscheint, und liest die ganze Geschichte. Jetzt verrate ich nur so viel. Derjenige, der den Dolch findet, wird in Liyue ganz nach oben kommen, und derjenige, der das Schwert findet, wird möglicherweise zum Herrscher von Liyue. I can't say I agree. Ich kann nicht sagen, dass ich zustimme. Let us not speak of the authenticity of the dagger and sword first.
But Mora and money came about simply because they are a convenient measure of a contract's value. Lass uns zunächst nicht von der Echtheit des Dolch und Schwerts sprechen. Amora und Geld entstanden einfach deshalb, weil sie praktisch sind, um den Wert eines Vertrags zu meißeln. Rex Lapis just meant for Mora to serve as a catalyst for people to exchange and trade. Rex Lapis meinte nur, dass Mora als Beschleuniger für die Völker galt, sich auszutauschen und zu handeln. The world's first Mora is probably just an ordinary coin created by Rex Lapis. As for its fate, the same as all Mora, I suspect. It was simply spent somewhere. Die erste Mora der Welt ist vielleicht nur eine einfache Münze, hergestellt von Rex Lapis. Und ihre Schicksal das gleiche wie das von allen Mora, denke ich. Sie wurde einfach irgendwo ausgegeben. Dam, dam, dam. I think that Mr. Hanshua's hypothesis seems reasonable. Mr. Zhongli's argument, on the other hand, lacks any evidence. How can you so easily dismiss the Lord of Geo's profound foresight? Weil er ist. Nope. Ich denke, die Theorie von Herrn Hangzhu scheint vernünftig für das Argument von Herrn Zhongli. Auf der anderen Seite gibt es keinerlei Beweise. Wie kannst du den tiefsinnigen Weitblick des Herrschers über die Felsen so einfach von dir weisen? No, I am not debating right or wrong. I am simply stating a fact. Nein, ich spreche nicht von richtig oder falsch. Ich spreche nur einen Fakt aus. Enough. Do you think you understand the Lord of Geo more than me? Genug denkst du verstündest den Herrschers über die Felsen besser als ich? Keiner weiß es besser als er. I know but little about history, and I wouldn't dare to brag. But discussion is meaningless if everyone has the same opinion, no? Ich weiß nicht gerade viel über Geschichte und ich würde mich nicht trauen, damit anzugeben, aber eine Diskussion ist wertlos, wenn jeder die gleiche Meinung vertritt, nicht wahr? Well then, answer me this. Long ago, when Liyue Harbor was being constructed, the Lord of Geo taught the people how to build houses. The model home he used to teach them was completely cast from Mora, correct? Na gut, dann beantworte mir das. Vor langer Zeit, als der Hafen von Liyue erbaut wurde, brachte der Herrscher über die Felsen den Menschen bei, wie man Häuser baut. Das Modelhaus, welches er zur Lehre verwendete, war komplett aus Mora gegossen. Ist das richtig? That is correct, indeed. Das stimmt in der Tat. Okay, then tell me. Why would the Lord of Geo do something so extravagant, if not because of the mystical power that Mora contains? Du erkläre mir, aus welchem Grund würde der Herrscher über die Felsen etwas so Extravagantes tun, wenn nicht wegen der mystischen Kraft, die der Mora innewohnt? There's a simple explanation, really. To the god of wealth and commerce, what material is easier to get than Mora? Es gibt wirklich eine einfache Erklärung für den Gott von Wohlstand und Handel. Ist welches Material einfacher zu kriegen als Mora? Oh. Oh, es ist, als hättest du die Geschichte von jemand anderem. I mean, I am talking about Rex Lapis. Ich meine, ich spreche von Rex Lapis. Excuse me, sir. I have some questions about archaeology. Can we find somewhere quiet to chat? I mean, if it's okay with you. Entschuldige, mein Herr. Ich habe einige Fragen über Archäologie. Können wir ein ruhiges Plätzchen zum Sprechen finden? Ich meine, wenn es in Ordnung für euch. Wenn es in Ordnung ist für euch. Oh, it's no problem at all. But may my friend accompany us? Perhaps they could be of some help. Und das ist kein Problem, aber lass mein Freund uns begleiten. Vielleicht könnte er uns helfen. Du meinst mich? Of course. They can come if that's what pleases you, sir. Let's go. Natürlich, ihr könnt mitkommen, wenn ihr das wünscht, mein Herr. Lasst uns gehen. Er sagt.
da hinten. Dip, 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 dip. Ist hier doppelt. Ist ein Doppelgänger. Sass. What I'm about to say is a bit disrespectful of the Lord of Geo and would draw a lot of angry looks. So it's best to discuss this somewhere quiet. Was es nun sagen will, ist etwas respektlos dem Gott des Gesteins gegenüber und könnten viele verärgerte Blicke nach sich ziehen. Es wäre also das Beste, es an einem ruhigen Ort zu besprechen. Your argument just now exhibited acuteness of speech and thought. Most importantly, you don't fall for the boasting and acting of the others. You remain objective. Das Argument gerade eben zeigte eine Schärfe von Sprache und Denken. Am wichtigsten ist, dass du nicht auf die Angeberei und das Schauspiel von anderen reinfällst. Du bleibst objektiv. So I have a question for you. Perhaps you will answer differently from other scholars. Do you think that all the gods that the Geo Archon killed were evil? Ich habe also eine Frage für euch. Vielleicht werdet ihr mir eine andere Antwort geben als die anderen Gelehrten. Denkt ihr, dass alle Götter, die der Geo-Archon getötet hat, böse waren? Let's not analyze it in terms of good versus evil. Rex Lapis placed great importance on the integrity of contracts. So any gods he killed certainly must have broken some kind of contract. Lass uns dies nicht im Rahmen der Kategorie Gut gegen Böse besprechen. Rex Lapis legte großen Wert auf die Integrität von Verträgen. Alle Götter, welche er tötete, müssten also eine Art von Vertrag gebrochen haben. Right. The Lord of Geo wouldn't kill the innocent. Richtig, der Herrscher über die Felsen würde keine Unschuldigen töten. But when I was doing some research, I learned about the legend of the god of salt. Sind wir jetzt bei Seraph of the End, oder? Als ich aber Nachforschung anstellte, stieß ich auf die Legende von der Göttin des Salzes. The god of salt, Havria, was a very kind god, but she encountered Morax one day in battle. Die Göttin des Salzes, Havria, war ein sehr gutmütiger Gott, aber eines Tages traf sie im Kampf auf Morax. Morax used a rather underhanded trick to assassinate her. Morax machte sich einen recht hinterhältigen Trick zunutze, um sie zu ermorden. Dam, dam, da. What? No way. Was? Das ist nicht möglich. This bit of history is a long story. But you may not like the truth when you hear it. Dieser Teil der Geschichte ist äußerst lang, aber vielleicht gefällt dir die Wahrheit nicht, wenn du sie hörst. Don't worry, please tell me what you know. This event, I've already searched for answers for a long time. Keine Sorge, bitte sag mir, was ihr wisst. Dieses Ereignis, ich suche seit langem nach Antworten. Ist die Geschichte so kompliziert? Quite so. I don't know where to begin. Sehr sogar, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Over here, Mr. Zhongli. I've been looking for you. Ah, so you're over here all this time. Hey, hier drüben, hey. Herr Zhongli, ich habe nach euch gesucht. Ihr wart also die ganze Zeit hier? Die Fatuli? Put down your weapon and stay back. Otherwise, Paimon's reporting you to the Millilith. Leg deine Waffen nieder und bleib still. Ansonsten wird Paimon dich bei den Beleten vermelden. First of all, I'm not holding a weapon. So. Zunächst einmal, ich habe keine Waffe. There's no need to overreact now. I'm simply an archaeological researcher from Snezhnaya. I'm not here for trouble. Es gibt keinen Grund, gleich zu reagieren. Ich bin nur ein Archäologe aus Snezhnaya. Ich suche hier keinen Ärger. The Fatui say that every time. Fatui sagen das immer. But this time, I registered with the Liyue Ministry of Civil Affairs. I could show you the official documentation if you want to see it. Diesmal bin ich registriert bei der Rat für allgemeine Angelegenheiten von Liyue. Ich kann dir die offiziellen Dokumente zeigen, wenn du es sehen willst. I will be conducting an archaeological survey here, the results of which will all be shared with the ministry. Ich werde eine Archäologie
archäologische Untersuchungen durchführen. Die Ergebnisse werden alle mit dem Rat geteilt. I heard that Wangsheng Funeral Parlor had a consultant named Zhongli with immense knowledge of ancient history and archaeology. So I paid Wangsheng Funeral Parlor a handsome amount to hire Zhongli as my own consultant while I'm in town. Ich hörte, das Bestattungsunternehmen Wangsheng einen Berater namens Zhongli mit enormem Wissen von uralter Geschichte und Archäologie hat. Also zahlte ich dem Bestattungsunternehmen Wangsheng eine stolze Summe, um Zhongli als meinen eigenen Berater zu engagieren, während ich in der Stadt bin. So you mean to say that this is work for the Wangsheng Funeral Parlor, yes? Du sagst also, dass diese Arbeit ist für das Bestattungsunternehmen Wangsheng, oder? Was sollen wir tun? Well, since it's work, I don't have a choice. A consultant of the Wangsheng Funeral Parlor must respect their duty. Na, da es Arbeit ist, habe ich keine Wahl. Ein Berater des Bestattungsunternehmens Wangsheng muss seine Pflicht ernst nehmen. Of course you would be such a reasonable man. Well then, let's head out now, shall we? Ein wirklich vernünftiger Mann. Nun, dann lass uns hinausgehen. Wait, if you are studying archaeology, can I go too? I am also a scholar in this field, so I can help. Oh, du studierst doch Archäologie. Kann ich mitkommen? Ich bin auch eine Gelehrte in diesem Feld. Ich kann also helfen. That will give us a chance to continue the topic we were just discussing. Oh, and you should tag along too. Dadurch haben wir die Chance, unsere Diskussion zu dem Thema fortzuführen. Oh, und du solltest auch mitkommen. Warum? This experience may be of help to you on your future adventures. Diese Erfahrung ist dir vielleicht eine Hilfe auf deinen künftigen Abenteuern. It is a story from before the rise of the Seven. Although the god of salt has already perished, it will still be a meaningful experience for your journey. Es ist eine Geschichte über den Aufstieg der Sieben. Auch wenn die Göttin des Salzes bereits umgekommen ist, wird es trotzdem ein bedeutender Teil deiner Reise. This is an archaeological expedition, not a tour group. That's too many people. War das eine Archäologie-Expedition? Keine Reisegruppe, das sind zu viele Leute. But this friend of mine has a treasure-finding talent, surpassed by no one. It will surely be of great help to us. Dieser Freund von mir hat ein Talent als Schatzsucher, was von keinem übertroffen wird. Er wird uns sicher eine große Hilfe sein. Oh? What talent? Oh, welches Talent? If my friend espies a treasure chest, they will absolutely find a way to open it. Wenn mein Freund eine Schatztruhe erspäht, wird er sicher einen Weg finden, sie zu öffnen. Hey, Paimon's good at that too. Hey, Palmer ist auch gut darin. Well, that is quite enticing. All right then. Das ist spannend, na gut. Well, let's go. There's no time to waste. When the Overlord of the Vortex was crushed by the Jade Chamber recently, perhaps something of interest was washed ashore. Na dann los geht's. Es gilt, keine Zeit zu verschwenden. Vielleicht wurde etwas Interessantes angespült, als das jade Gemach kürzlich den Herrscher des Wirbels vernichtet hat. An ancient artifact would be good. Traces of ancient activity would be great. But a piece of the god's limb would be even better. Who knows what surprises we may find. Ein uralter Artefakt wäre gut. Und Spuren von uralten Aktivitäten wären toll. Aber ein Teil des göttlichen Körpers wäre noch besser. Wer weiß, welche Überraschungen wir finden werden. Er träumt auch vom Weihnachtsmann, jetzt mal im Ernst. Überhaupt keine Ansprüche, der Typ. Irgendwo im Land, Fragezeichen. Tatsache. Das wollte ich nicht drücken. Da ist halt ein Mittel wieder. Okay. Und diesmal gehen die Leute schneller aus. Sonst. Okay. Okay. Was gibt's hier so? This place looks so ordinary. Can we really find anything valuable here?
Diese Art sieht gewöhnlich aus. Können wir hier wirklich etwas Wertvolles finden? Huh? Paimon thinks it looks really grand. Weil man denkt, es sieht bombastisch aus. I don't mean the scenery, but rather that there should be something out of the ordinary. A big battle did just occur and all, and I don't even know where to begin looking here. Mi. Ich meinte nicht die Landschaft, sondern eher, dass es hier etwas Ungewöhnliches geben sollte. Es gab eine große Schlacht und so weiter. Aber ich weiß nicht mal, wo wir mit der Suche beginnen sollen. Gullion Stone Forest is actually the perfect place to be, if you wish to learn about the gods or the history of the Archon War. Die Julientürme sind in der Tat der perfekte Ort, wenn man etwas über die Götter oder die Geschichte des Archontenkriegs erfahren will. Legend has it that Rex Lapis threw spears made of large rock into the sea here, piercing and crushing the overlord of the vortex. Der Legende nach hat Rex Lapis hier Speere aus großem Stein in das Meer geworfen. So hat er den Herrscher des Wirbels durchbohrt und vernichtet. After many years of wind erosion, those stone spears have turned into the unique rock formations we see now. Nach so vielen Jahren Winderosion verwandelten sich die Speere in die einzigartigen Steinformationen, die wir jetzt sehen. These mountains were the Lord of Geo's weapons? Diese Berge wären die Waffen vom Herrn über die Felsen? What we see now is just the part of them that remains. The stone spears hurled by Rex Lapis all those years ago were much greater, both in number and in size. Was wir jetzt sehen, ist nur der Teil, der geblieben ist, die Steinsperre, die vor Rex Lapis vor all diesen Jahren geschleudert wurden, waren viel mehr, sowohl in Anzahl wie auch in Größe. But due to the different angles they landed at, their large centers of mass, erosion by seawater and years of gravity, many of them have been completely swallowed by the sea. Aber aufgrund der unterschiedlichen Winkel, in denen sie aufgetroffen sind, ihren großen Schwerpunkt der Erosion durch Meerwasser und jahrelange Einwirkung der Schwerkraft wurde viele von ihnen vollständig vom Berg verschluckt. So besides wind erosion, the initial collapsing of the stone spears also played a big part in the formation of Gullion Stone Forest. In der Winderosion spielte der ursprüngliche Zerfall der Steinsperre auch eine große Rolle bei der Entstehung der Gullion-Türme. Well, a god able to fight one so powerful as Rex Lapis was certainly very strong in its own right. Nun, ein Gott, der mit so einer Macht kämpfen kann, wie Rex Lapis, war für sich genommen sicherlich sehr stark. Indeed. This is where the value lies in research at Gullion Stone Forest. Genau hierhin liegt der Wert der Forschungen an den Gullion-Türmen. Most of the objects from that time were lost to the sea. But the gigantic waves created by the overlord of the vortex have given those sunken objects a chance to see the light of day again. Die meisten Objekte aus dieser Zeit sind im Meer verloren, aber durch die gigantischen Wellen, die durch den Herrscher des Wirbels entstanden sind, konnten diese Objekte wieder das Tageslicht sehen. So you're saying that if we look carefully, we'll be able to get very, very rich. Genau. Ich sage also, dass wir sehr, sehr reich werden, wenn wir ein Cockpit suchen. I mean, rich with archaeological knowledge and historical value, yes? That's all I seek in life. Ich meine reich an archäologischem Wissen und historisch wertvollem. Das ist alles, was ich im Leben suche. Ja, ja. Well, since we brought so many people, I think it would be best to split up and look. Da wir mit so vielen Leuten gekommen sind, ist es meiner Meinung nach das Beste, uns aufzuteilen und zu suchen. Okay then, I will go with my friend here. Although I have a smattering of knowledge in various disciplines, when it comes to archaeology,
I can't compete with the expert here. Na gut, ich werde mit meinem Freund hier losgehen. Auch wenn ich mir in verschiedenen Bereichen ein ordentlichen Halbwissen zugelegt habe, in Dingen in der Archäologie kann ich nicht mit dem Experten hier mithalten. Huh? Me? Hä? Ich? What's the matter? This is your profession. Why are you so surprised? Was ist los, das ist dein Beruf? Warum bist du so überrascht? I get it. I'll escort him then. Ich verstehe, ich das kann ich eben und so. Okay. If we find anything valuable or rare, let's meet on the shore opposite from here. Ja, falls wir etwas Wertvolles oder Seltenes finden, treffen wir uns am Ufer gegenüber von hier. The ancient god probably left behind lots of elemental marks. Following them should make our search much easier. Well, go ahead then. Use your elemental sight to look for any marks. Hm. Solidify! Quietly now. Da reden wir den verdammt ein bisschen doof. Don't blink. Nowhere to hide. Incoming. Gotcha. Gather! Geh kaputt, geh kaputt. Macht keinen Sinn. Busted. Ist der Regen, hat total keinen Sinn gegen Schildtypi. Ich weiß nicht. Why are there enemies here? Guyan Stone Forest is a place where a god was defeated, and its remnants still affect the area to this day. Solidify! In die Richtung. Er regt mich nicht. Jo, in die Richtung. They're gathering together here. But why? See that object in the center? Perhaps it emits the remnant strength of the god. That would certainly attract them. But the hydromimic monsters... I have a contract, and must put my personal feelings aside. Go ahead. Defeat them, and recover the relic. It's just a stone slab, Jo. but its design is quite unique. This should be enough to garner some information. Let's head back. Guck, guck. You call yourself a scholar of archaeology? You can't even recognize this or that. What are you good for? Du nennst dich selbst eine Gelehrte der Archäologie. Du kannst dich mal dies oder das erkennen. Für was bist du gut? We all have our areas of expertise. I already tried very hard to explain.
In alle unsere Fachgebiete. Ich habe mich wirklich angestrengt, es zu erklären. Oh, stop arguing! What in the world happened? Aufzustreiten, was in aller Welt passiert. This girl just keeps bragging about how she's an archaeologist, but she doesn't even know anything about the surrounding ruins. I even know more than her. Das Mädchen gibt einfach weiter damit an, dass sie eine Archäologin sei. Also sie weiß nicht über die Ruinen um uns herum. Sogar ich weiß mehr als sie, bla bla. She left me to rely solely on guessing, experience, to find anything valuable to take back. Ugh, what a waste of time. Sie wollte, dass ich die Suche nach etwas Wertvollem, nur Vermutungen, ich meine Erfahrung unterstützen soll. Was für eine Zeitverschwendung. I've just been researching the god of salt, so I'm not familiar with sea relics. Is that so strange? Ich habe gerade die Götter des Salzes erforscht. Ich bin also nicht so vertraut mit Reliquien aus dem Meer. Ist das so seltsam? Es ist etwas And seltsam. you kept asking about how much Mora everything is worth. Can the value of relics only be measured in Mora? Und du fragst wieder und wieder, wie viel Mora alles wert ist. Kann der Wert von Reliquien nur in Mora gemessen werden? I mean, isn't measuring their value in Mora the easiest way? This also matches the traditions of Liyue, does it not? Ich meine, es ist nicht das einfachste, ihre Wert in Mora zu messen. Das passt auch zu den Traditionen in Liyue, oder? Now, calm down. No need to make a fuss. We were able to bring back some intriguing objects. Let's have a look. Nein, beruhig dich. Wir müssen darauf nicht zu einer Theater machen. Wir konnten einige hochinteressante Objekte zurückbringen. Sehen wir sie uns an. Oh, what a shame. These objects were indeed washed ashore by the Overlord of the Vortex, but they have nothing to do with the god besides being in the vicinity at the time. Was für eine Schande, diese Objekte wurden tatsächlich vom Herrscher des Wirbels angespült. Davon abgesehen, dass sie zu diesem Zeitpunkt in der Nähe waren, haben sie aber nichts zu tun mit dem Gott. The stone slab we found, however, has a mysterious pattern and faint aura of divine power. Perhaps it will be useful for research purposes. Aber die Steinplatte, die wir gefunden haben, hat einige mysteriösen Muster oder eine schwache Aura göttlicher Macht. Vielleicht wird er später zu Forschungszwecken nützlich sein. Quick, give it to me. Schnell her damit! At least we didn't come for nothing. The power of the gods, yes! This is good. Wir sind zumindest nicht umsonst hergekommen. Die Macht der Götter, ja? Das ist gut. Oh, but these other objects are certainly worth a little something, right? It should be enough to cover the cost of hiring you. It's all mine. Aber die Objekte sind mit Sicherheit etwas wert, richtig? Es sollte zumindest dafür reichen, die Kosten für den Anheuern zu tragen. Es gehört alles mir. So, it's only valuable for research if there are remnants of divine power in it? Es ist nur wertvoll für die Forschung, wenn ihr ihm ein Rest göttlicher Macht Not at anhaftet. all. My quest to uncover the history of the god of salt is because history can tell us about culture and beliefs. Überhaupt nicht. Mein Auftrag ist es, die Geschichte der Göttin des Salzes zu entdecken, weil die Geschichte uns viel über Kultur und Glauben erzählen kann. But you're just trying to use archaeology to get rich. Aber du versuchst einfach nur die Archäologie zu missbrauchen, um reich zu werden. Nonsense! I'm a professional archaeology researcher from Snezhnaya. I swear, if I'm lying, may the Lord of Geo strike me down. Okay, Zhongli, es ist Order. Unsinn, ich bin ein professioneller Archäologe aus Snezhnaya. Ich schwöre es. Wenn ich lüge, soll mich der Herrscher über die Felsen niederstrecken. Nein, du versuchst, durch Archäologie reich zu werden. Oh, by the way, you probably don't want to sell that teacup. Übrigens, diese Teetasse willst du wahrscheinlich nicht verkaufen. Oh? Why's that? Oh, warum erst? That's not an ancient teacup. It's part of Ningguang's collection.
It must have fallen here along with the Jade Chamber. So unless you want to mess with the chi thing. Ist kein Ort der Teetasse. Das ist Teil der Sammlung von Ningguang und muss hier zusammen mit der Jadegemach heruntergefallen sein. Solange du dich nicht mit den Xixing anlegen willst. Ah, I see. What a shame. It was of such high quality, too. Ich verstehe. Was für ein Jammer, sie hatte auch noch so eine hohe Qualität. See, you do want to sell these objects. Siehst du, du willst diese Objekte verkaufen. But, so what? Why can't I pursue wealth both intellectual and material? Don't be so simple-minded. Na und? Warum kann ich nicht sowohl materielle als auch intellektuelle Reichtümer verfolgen? Sei nicht so engstirnig. Alright then. No need to stay here any longer. I'm rather quite intrigued by the God of Salt too, actually. Let's go to Salterai next. Na gut, es gibt keinen Grund, länger hier zu bleiben. Ich bin auch ziemlich fasziniert von den Göttern des Salzes. Gehen wir als nächstes nach Salterai. Nicht vorbei, das Gedöns von dem Typi. Wo soll der Spaß liegen? Irgendwo da. Schnellst du es halt schon hier. Mir geht schon der Typ auf den Sack. Kein Bock gegen die Fischer zu kämpfen. I heard that Salterai was once the home of the God of Salt's people. Therefore, there's sure to be loads of valuable relics nearby. Ich hörte, dass Salterai einst die Heimat von dem Volk der Göttin des Salzes war. Daher, es gibt mir Sicherheit heraus. Haufenweise wertvoller Reliquien in der Nähe. According to legend, the people of the God of Salt, Havria, enjoyed prosperous lives under her protection. Legende nach hatte das Volk der Göttin des Salzes Havria ein reiches Leben unter ihrem Schutz. But this legend has been around for ages. With the countless scrap collectors and treasure hoarders in the area, there probably aren't many valuable things left here. Diese Legende gibt es seit hier vielen Jahren mit den unzähligen Schrottsammlern und Schatzräubern in der Gegend. Gibt es wahrscheinlich nicht mehr viele wertvolle Dinge hier. Oh, that's just great. If I knew it was picked this clean before, I wouldn't have come. Ach toll, einfach toll. Wenn ich vorher gewusst hätte, dass hier schon alles weg ist, wäre ich nicht gekommen. About that, I know there's a ruin deep in this cave here. It's related to the God of Salt, which is actually how the area originally got its name of Salterai. Ich weiß, dass es tief in dieser Höhle hier eine Ruine gibt. Sie steht in Verbindung mit der Göttin des Salzes. Daher hat dieses Gebiet ursprünglich seinen Namen Salteria. However, the ruin entrance has been sealed by a mysterious power. Nobody has been able to break the seal. Ruineingang wurde aber von einer mysteriösen Macht verschlossen. Niemand konnte das Siegel brechen. I found a mechanism that seemed to be related to the seal, but when I undid the mechanism, the seal wasn't affected at all. Ich habe die Vorrichtung gefunden, die mit dem Siegel verbunden zu sein scheint. Aber als ich sie betätigt hätte, hatte es überhaupt keinen Einfluss auf das Siegel. So at the moment, the seal's origin and how to break it are very important topics in my research on the God of Salt. Im Moment sind die Herkunft des Siegels, wie man es brechen kann, sehr wichtige Themen meiner Forschung über die Götter des Salzes. Gibt es eine Verbindung zum Volk der Götter des Salzes?
I don't know. There's no concrete evidence. But I'm pretty sure the seal is meant to hide some kind of long-forgotten truth. Ich weiß es nicht, es gibt keine konkreten Beweise, aber ich bin mir recht sicher, dass sich hinter dem Siegel eine Art lang vergessene, verborgene Wahrheit verbirgt. The god of salt was a benevolent god, adored by the people, not to mention powerful. She wouldn't have any kind of shameful secrets to hide. Die Göttin des Salzes war eine gütige Göttin, die von dem Volk verehrt wurde, und mächtig war sie auch. Sie hatte keine schandhaften Geheimnisse zu verstecken. So, the one who wants to hide some truth is very possibly her killer, Morax. Also der eine Wahrheit verstecken will, ist es sehr wahrscheinlich der Mörder, Morax. This doesn't sound like something the Lord of Geo would do, though. Das liegt nicht gerade etwas, was der Herrscher die Felsen tun würde. Who cares about all that? It sounds like countless treasures of the god of salt lie within this ruin, just waiting for someone to find them, right? Wen kümmert da all das? Es klingt so, als wären zahllose Schätze der Göttin des Salzes innerhalb dieser Ruine und würden nur darauf warten, von jemandem gefunden zu werden. Richtig? You weren't listening at all, were you? Even if there's a mountain of treasures inside, nobody can get in if the seal isn't broken. Du hast kein bisschen zugehört, oder? So als wenn es einen Berg an Schätzen darin gibt. Niemand kann hier hinein, wenn das Siegel nicht gebrochen wird. Ah, but we have the illustrious Mr. Zhongli with us. He looks like he knows just about everything. A little seal shouldn't be any trouble for him. Aber wir haben den illustrious Herr Zhongli dabei. Es sieht einfach aus, als wüsste er so ziemlich alles. Ein kleines Siegel sollte kein Problem für ihn darstellen. This seal seems to be quite ancient. Even Mr. Zhongli may not know all of its secrets. Das Siegel scheint richtig antik zu sein. Vielleicht weiß nicht mal Herr Zhongli alle seine Geheimnisse. I may know something about it. Ich weiß ein wenig darüber. What? Was? Over the years, I've heard various rumors with bits of knowledge about seals. Although their references seem rather disorderly, they do in fact contain the secret to breaking seals. Über die Jahre hörte ich viele Gerüchte mit ein wenig Wissen zu Siegeln. Auch wenn ihre Quellen eher ungeordnet waren, enthalten sie doch das Geheimnis zum Brechen von Siegeln. Let's go take a look at the mechanism Miss Wanyan just mentioned. Lass einen Blick auf die Vorrichtung werfen, den Frau Wanyan soeben erwähnt hatte. Okay, since Mr. Zhongli says so, follow me then. Gut, weil Zhongli es sagt, also folgt mir. Drüben. Eli. Irgendwo da drüben. Irgendwo hier. Here it is. There's some debris scattered here that, when put together, look like they definitely had to do with the god of salt. According to the inscription on the side, if one looks from a certain angle, the secret to the mechanism will be revealed. See that? Although we activated the mechanism, nothing happened to the seal. That's because there's actually another mechanism that must be activated. Another? Let me lead the way from here. This place seems familiar. Huh, I remember. I think there's some elemental monuments here. So you're saying they're related to all this? Dieser Entscheid vertraut. Ich erinnere mich. Ich denke, hier sind einige Monumente. Sie sagen also, sie seien verbunden mit all dem. When I investigated the seal last time, I had someone with a vision accompany me. Als ich dieses Siegel das letzte Mal untersuchte, hatte ich einen Begleiter mit einem göttlichen Auge dabei. But when we lit up all the elemental monuments, nothing happened. Aber als wir die Elementale miteinander anzuzünden, passierte nichts.
That's because you don't just need to activate them at the same time, but in a certain order as well. Otherwise, the seal will not be broken. Das liegt daran, dass du sie nicht einfach zur gleichen Zeit aktivieren sollst, sondern in einer bestimmten Reihenfolge. Ansonsten wird sich das Segel nicht brechen The lassen. secret to this puzzle is hidden in the legends about the Archon War. Das Geheimnis zu diesem Rätsel liegt in den Legenden über den Archon-Krieg. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingce in the north. All desolate and devoid of life. Liyue is vast, yet even one haven is hard to find. Süden, Osten, Westen, Norden. To the north, to the east. Do the people of Liyue always talk in riddles? Hab ich schon vergessen durch den Spaß, ne? Im Norden, im Westen sprechen die Leute von Liyue immer in Rätseln. I think I've heard this saying before. Ich denke, ich hatte das Sprichwort schon mal einmal gehört. Certainly you have. And the contents of this saying are also related to the god of salt. Das mit Sicherheit. Und der Inhalt dieses Sprichworts ist auch mit der Göttin des Salzes verbunden. To provide a haven for her people, whose lives had been ravaged by the Archon War. This benevolent god searched all across Liyue. Um einen sicheren Zufluchtsort für ihr Volk zu finden, deren Leben durch den Archon-Krieg verwüstet wurde, suchte diese gutmütige Göttin in ganz Liyue. At that time, with the chaotic fires of war engulfing the land, even one sliver of peace was a luxury. Zu dieser Zeit mit der kodischen Feuern, die das Land verschlangen, war sogar ein kleines Stückchen Frieden Luxus. And that haven she eventually found is right here. Today, it is known as Sal Turai. Und dieser Zufluchtsort, den sie gefunden hat, ist direkt hier. Heute ist er bekannt als Saltirai. How sad then. In the end, this peaceful place was destroyed by Morax. Mit trauriger Mitte wurde dieser friedvolle Ort von Morax zerstört. Okay, enough with these ancient stories. Now that we have the clue, hurry up and break the seal. Whatever happened doesn't matter as long as we can get inside that ruin. Nun gut, genug mit diesen antiken Geschichten. Jetzt, da wir einen Hinweis haben, beeilen wir uns und brechen das Siegel. Was auch immer passiert sein mag, ist belanglos, solange wir in diese Ruinen gelangen. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingce in the north. Süden, Osten, Westen. With this clue, you should be able to solve the puzzle. Wo? Ah, hier. Hier. Don't blink. Okay, da haben wir die scheiß Viecher kaputt kriegen. Game's up. Wegen Zack den. Da kann er wieder auf den Sack. Gut. Also wahrscheinlich bis Süden. Süden, Osten. Don't blink. Hier ist dann irgendwo Westen. Speed of light. Wow. With sword comes Guck mal, down. das hier. Auch die Truhe kaputt. That's everything. On to the next. Und das hier dann. Incoming. Tianheng in the south, Yaoguang in the east,
Jueyun in the west, Qingze in the north. The directions are the clue. Give it another try. Ich will wissen, wo jetzt was ist. Was will ich da resetten irgendwie? Speed of light. Huh. Don't blink. Huh? Tianheng in the south, Ja, ja. Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingze in the north. The directions are the clue. Give it another try. Das ist doch wirklich Süden. Süden. Osten. Incoming. Westen. Speed of light. Huh. Und dann Norden ist das hier. Oder? Tianheng in the south, Yaoguang Hä? in the east, Jueyun in the west, Qingze in the north. The directions are the clue. Give it another try. Cool, ich hasse irgendwie wieder resetten. Don't blink. Huh? Keine Ahnung. Hier irgendwo das letzte. Ah. Irgendwo anders da war das letzte. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Eins fehlt noch irgendwo. Incoming. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingze in the north. The directions are the clue. Give it another try. Aber was ist das was? Das ist Norden, das habe ich schon letztes gemacht. Hä? Speed of light. Hey. Norden. Ist das mit dem Westen gehen oder was ist das? Don't blink. Ist das der Westen? Ne, Osten. Das ist der Westen. Verkennung gehabt die ganze Zeit. Ja. Look! The seal really was broken! Mr. Zhongli is indeed quite remarkable. It was nothing, really. Now, it's time that people learn the hidden truth lost to time. Before entering the room, I have a proposal that will help us prevent the kind of senseless arguing between you two that we saw at Guyenstone Forest. Bevor wir die Ruine betreten, habe ich einen Vorschlag, der uns hilft, diese sinnlose Gestreite zwischen euch beiden zu vermeiden, das wir bei den Gunyo-Türmen gesehen haben. Okay. What is it? Also was gibt's? I propose you two agree upon a contract, stipulating that we alternate who gets claim to each treasure we encounter, with only one object permitted per claim. Ich schlage einen Vertrag vor, in dem
gelegt wird, dass wir uns abwechseln damit, wer Anspruch auf einen Schatz hat, auf den wir treffen. Jeder Anspruch darf sich nur auf ein Objekt beziehen. To show my sincerity, I won't be taking any treasure. This will just be between you all. Um meine Aufrichtigkeit zu zeigen, werde ich keine Schätze nehmen. Das wird nur zwischen euch sein. Ich werde auch keinen nehmen. Hey! Don't pass an opportunity like this up so easily! Aber eine solche Möglichkeit nicht einfach aus. I don't agree. I mean, you want me to split the treasure with this amateur archaeologist? No, absolutely not. Ich stimme nicht zu. Ich meine, ihr wollt, dass ich den Schatz mit diesem Hobby-Archäologin teile? Nein, absolut nicht. I don't agree either. He will only defile the precious relics left behind by the god of salt. I can't accept this. Ich stimme nicht zu. Er will nur die wertvollen Relikte, die die Göttin des Salzes lassen hat, entweihen. Das kann ich nicht akzeptieren. Well then, if the contract is not agreed upon, I will no longer serve as your consultant on this expedition. Naja, dann, wenn der Vertrag nicht geschlossen wurde, werde ich nicht weiter als Berater auf diese Expedition dienen. You will have to rely on your own experience to find whatever treasures are hidden in this ruin, as well as traps. Ihr werdet euch auf eure eigene Erfahrung verlassen müssen, um all die Schätze zu finden, die sich in diesen Ruinen verbergen, aber auch die Fallen. You have the audacity to demand this. Okay then. Even half of the treasure in the long-sealed ruin of the God of Salt should be enough to make a fortune. Du besitzt die Dreistigkeit, dies zu verlangen? Na gut. Auch nur die Hälfte der Schätze in dieser lange versiegelten Ruine der Göttin des Salzes sollte ausreichen, um ein Vermögen zu machen. If you want me to agree upon this contract, so be it. I just have one request, Mr. Zhongli. Wenn ihr wollt, dass ich diesem Vertrag zustimme, dann soll es so sein. Ich habe nur eine Frage, Herr Zhongli. If we discover the truth behind the God of Salt, you must judge it fairly, even if the truth harms Morax's image. Wenn wir die Wahrheit hinter den Göttern des Salzes erkennen, müsst ihr sie gerecht bewerten, auch wenn die Wahrheit das Bild von Morax beschädigt. I can accept this arrangement. Damit kann ich leben. Well then, Na gut, let's los. go. Steige tiefer in die Höhle hinab. Solidify. Bisschen Kolapis, ist das gewusst? Ich Kolapis gesucht habe und ein paar Jade-Dinger. Das sind Nachtjaden-Dinger. Cool. Hallo? Lass dich nicht stören. Ich will nur hier die Sachen zu sammeln. Und tschüss. Solidify. Wasserschleime. Gibt's hier auch noch? Ja, Schleime. Das Rätsel im Salz. Level 9 empfohlen. Doi. Doi, Idioten. Let's go. Dum dum dum. Ladezeiten des Todes.
Statue betrachten. Are these statues? No. These are people. Ugh. They were probably followers of the god of salt. How did they become this way? What in the world is hidden deep in this ruin? Ah, komplett umgeändert ist hier. Ja. Schon die auszuprobieren, ja. Das ist auch geändert. Oder noch WLAN drücken wollte und das ja nicht funktioniert hat. Kann ich auch so hochkommen. Gut von mir aus. Gibt's irgendwas? Ja. Look at this. It's filled halfway with salt. Sieh dir das an, zur Hälfte gefüllt mit Salz. Just looks like a fancy salt holder. Seems like the god of salt was a god lacking in treasures. Sieht wie ein ausgefallener Salzsteuer aus. Die Göttin des Salzes war eine Göttin ohne Schätze. According to my knowledge, it's no ordinary vessel. Although it is only half full, it is also forever half full. That is to say, it is bottomless. Meines Wissens ist das kein einfacher Behälter. Er mag nur zur Hälfte gefüllt sein. Aber er ist aber immer zur Hälfte gefüllt. Es ist also endlos. What? You're saying that even if I pour the salt out, the amount inside won't change? Was ist sagt, dass sich die Menge darin nicht ändert, auch wenn ich das Salz herausschütte? Exactly. Exakt. Able to produce endless salt. The god of salt is powerful indeed. Endlos Salz produzieren zu können. Die Göttin des Salzes ist tatsächlich mächtig. Finally. After all that effort, I've found precious treasure. I claim this is mine. Endlich nach all den Anstrengungen habe ich einen wertvollen Schatz gefunden. Ich beanspruche ihn als I meinen. just need to pour the endless salt into 1,000 or 10,000 bags. I can sell it and make a fortune. Ich muss nur das endlose Salz in 1000 oder 10.000 Beutel schütteln. Ich kann es verkaufen und ein Vermögen verdienen. Erstmal muss er den Beutel kaufen. Hey, how can you use a relic of the god of salt for such a shallow pursuit? Wie kannst du ein Relikt der Göttin des Salzes für so ein oberflächliches Unterfangen verwenden? If Mr. Clement wants this salt chalice, then the next object we find will belong to Miss Wanyan, according to the contract agreed upon. Wenn Herr Clement dieses Salzkelch haben will, dann gehört das nächste Objekt, das wir finden, nach dem vereinbarten Vertrag Frau Wanyan. Of course, as we agreed. But how can anything be worth more than this rare find? Natürlich, wie besprochen, aber wie kann etwas mehr wert sein als dieses seltene Fund? Since we have a contract, it's no use for me to fight with him. Dass wir einen Vertrag haben, besteht keine Notwendigkeit für mich, mit ihm zu Then kämpfen. let's move on, shall we? Na weiter, sollen wir gehen? Noch nehmen. Things are about to get dicey. So seltsam, mit der Reihenfolge geändert wurde. Aus irgendwelchen Gründen. Pass dich auf. Ich muss dahin. Ah, verstehe.
Das ist Blabla. Just a simple ruler. Doesn't look to be worth anything. Nur ein einfacher Messgerät. Sieht nicht wertvoll aus. This, if I remember correctly, this is some kind of measuring tool. Wenn ich mich recht entsinne, ist dies eine Art Werkzeug für Messungen. Indeed. But the god of salt imbued it with another power. In der Tat, aber die Göttin des Salzes hat ihm eine weitere Kraft verliehen. When you stick this ruler in the ground, the surrounding area will become covered in salt, much like a rising tide covers the earth. Wenn dieses Salzmeter in den Boden steckst, wird der umliegende Bereich mit Salz bedeckt, so wie eine Flut die Erde bedeckt. The deeper it is stuck in the ground, the more salt will appear. It is essentially a bumper harvest of salt. Je tiefer es im Boden steckt, desto mehr Salz wird auftauchen. Es ist wie eine Art Salzernte. That's even better than the salt chalice. Das ist noch besser als der Salzkelch. Well then, according to our contract, the salt ruler goes to Miss Wanyan. Naja, dann geht's nach unserem Vertrag das Salzmeter an Frau Wanyan. No, unacceptable. I paid for and organized this entire expedition. Why should I get the short end of the stick? Nicht akzeptabel. Ich habe diese ganze Expedition organisiert und bezahlt. Warum sollte ich den kürzeren ziehen? And this girl has been useless. Why would she get anything? Das Mädchen war unnütz. Warum sollte sie auch nur irgendwas kriegen? Sie hat den Eingang hier gefunden und versucht, mal zu öffnen. Oh boy, here we go again. Oh Junge, es geht wieder los. Während wir über unnütze Menschen sprechen. So you are saying you want to break the contract? Du sagst, du willst den Vertrag brechen? So what if I break it? Now that I've seen how the mechanisms in this ruin work, I no longer need you. Wenn ich ihn schon breche, jetzt da ich gesehen habe, wie die Vorrichtung der Ruinen funktioniert, brauche ich euch nicht mehr. Let's not forget who hired who here. Why should I let you make the rules? Lasst uns nicht vergessen, wer hier wem angehört hat. Warum sollte ich euch die Regeln machen lassen? Because you agreed to a contract. Weil du einen Vertrag zugestimmt hast. Rex Lapis once said, ones who break their contracts shall suffer the wrath of the rock. Rex Lapis sagte mal, jemand, der seinen Vertrag bricht, soll den Zorn des Steins spüren. That is one of your Liyue gods. I am from Snezhnaya. Das ist von einem euren Göttern. Aus Liebe. Ich bin aus Snezhnaya. Ich. Will suffer the wrath of the rock. You may find it rather unpleasant. Du wirst den Zorn des Steins spüren. Das findest du möglicherweise eher unangenehm. Pay your dues. Stabilize. This is order. Oh, Schaden. Don't blink! Cut to the chase! No escape. Crumble. Busted. Game's up. Fun's over. Run from death. I shall confiscate your treasure as well. Ich werde auch deinen Schatz You are konfiszieren. not worthy to continue any further into the ruin. Leave this Du place. musst nicht würdig weiter in den Ruin zu gehen. Verlass diesen Ort. Oh, darn you! Just you wait. Verdammt wartet ihr. Verdammt seid ihr. Wartet nur. Some archaeological survey. He could only pretend for so long. Eine archäologische Untersuchung. Er konnte nicht länger nur so tun. Ja, wenigstens waren wir auf der Hut. Yeah, good thing Paimon can smell a liar from a mile away. Na gut, das war mal ein Lügner aus 100 Metern erkannt. Clement's wrongdoing stemmed from greed, yes. But besides greed, there are many other things that may tempt us to break contracts. Das Fehlverhalten von Clement kommt von der Gier, ja, aber neben Gier gibt es andere Dinge, die uns dazu verleiten, Verträge zu brechen. When people see the object of their dreams,
How many are really able to control their desire and follow the contract? Wenn Leute die Objekte ihrer Träume sehen, wie viele können sie wirklich, wie viele können sie sich wirklich kontrollieren und den Vertrag folgen? I think we should be honest with each other now. Ich denke, wir sollten jetzt ehrlich mit uns sein. Huh? Be honest about what? In welcher Hinsicht? That in truth, not a single member of this archaeological expedition came here for archaeology. Dass in Wahrheit kein Mitglied dieser archäologischen Expedition wegen der Archäologie hergekommen ist. Why do you say that? Warum sagt er das? Miss, you lack even the most basic archaeological knowledge, and can recognize naught but a few simple relics. However, you are an expert when it comes to anything regarding the god of salt. Guter Frau, du hast nicht mal eine archäologische Grundwissen und kannst höchstens ein paar einfache Reliquien erkennen. Jedoch bist du eine Expertin, wenn es um alles zur Göttin des Salzes geht. You aren't interested in archaeology or relics. What you're really interested in is the god of salt. Du bist nicht interessiert an der Archäologie oder Reliquien. Was dich wirklich interessiert, ist die Göttin des Salzes. I believe those legends about the god of salt that you mentioned on the Pearl Galley are passed down between generations at Yinyuan Hall. Ich glaube, dass diese Legenden über die Götter des Salzes, von denen du auf dem Perlenboot sprachst, von Generationen zu Generation in der Yinyuan-Kammer weitergeben werden. Okay, that's enough. Gut, das reicht. Sir, you are indeed a man of great knowledge and talents. I seem to have been right to seek you out once I plucked up my courage. Mein lieber Herr, ihr seid tatsächlich ein Mann von großem Wissen und vielen Talenten. Ich hatte wohl recht, euch aufzusuchen, nachdem ich den Mut dazu aufbringen konnte. You're right. I'm not a scholar of archaeology. I come from one of the 8 trades under the jurisdiction of the Chising, Yinyuan Hall of the salt industry. Ich hab recht. Ihr habt recht. Ich bin keine Gelehrte der Archäologie. Ich komme von der 8 Handwerkern unter den Führung von Xiyin, der Yinyuan-Kammer von der Salzindustrie. Our ancestors were those protected by the god of salt all those years ago, when the Archon War engulfed the land in chaos. Unsere Vorfahren wurden vor aller Zeit von der Göttin des Salzes beschützt, als der Archon-Krieg das Land ins Chaos stürzte. Wenn ich drüber nachdenke, habe ich dich nie Rex Lapis sagen hören. Oh, right. Now that you mention it, the people of Liyue very seldom use the name Morax. Auch richtig, jetzt da du es sagst, die Leute von Liyue verwenden sehr selten den Namen Morax. During the war, Morax assassinated our god out of envy for her power. He left us alone and lost in the world. Während des Krieges hat Morax unser Gott aus Neid auf ihre Macht umgebracht. Er hat uns in dieser Welt alleine und verloren zurückgelassen. We hate him. But this is Morax's Liyue after all. And its history is written as he wishes. Wir hassen ihn. Aber Liyue ist nun mal das Liyue von Morax. Und die Geschichte wird so geschrieben, wie er es wünscht. So I seek proof of Morax's guilt. He has blood on his hands and cruelty in his heart. Also suche ich nach Beweisen für die Schuld von Morax. Er hat Blut an seinen Händen und Grausamkeit in seinem Herzen. We agreed to a contract that we will face the truth head on, didn't we, Mr. Zhongli? You must judge this history fairly. Wir haben uns auf einen Vertrag geeinigt, wenn wir der Wahrheit ins Auge blicken wollen. Oder nicht, Herr Zhongli? Ihr müsst diese Geschichte gerecht bewerten. Naturally, of course. But I must add, Liyue is no longer Morax's Liyue. Aber klar, natürlich. Ich muss jedoch hinzufügen, dass Liyue nicht länger das Liyue von Morax ist. Come with me. All the answers you seek lie ahead. Komm mit mir, alle Antworten, die du suchst, liegen vor dir.
Ja, wen haben wir denn hier? Order guide you. Quietly now. Things are about to get dicey. Time to go. Komm Sie rein, komm, halt mich mal ein bisschen, danke. I will have order. Solidify. Gotcha. Quietly now. Game's up. Fun's over. Incoming. Nowhere to hide. Bap. This is a sword? Ist das ein Schwert? Aha! It's a broken sword. This is proof. This proves that the god of salt had to fight back. Fight back against the evil Morax. But sadly, she was defeated. Es ist ein zerbrochenes Schwert, das ist ein Beweis. Dies beweist, dass sich die Göttin des Salzes wehren musste, während gegen den bösen Morax. Aber leider wurde sie besiegt. The power of this sword surely is much greater than that of the Salt Chalice and Salt Ruler. Die Macht dieses Schwertes ist sicher größer als die des Salzkelchs und Salzmeters. If we can repair the sword, then we can show the world the mighty power of the god of salt. Wenn wir das Schwert reparieren können, dann können wir der Welt die riesige Macht der Göttin des Salzes zeigen. It does look like something left behind after being defeated in battle. Es sieht so aus wie etwas, das nach einer Niederlage im Kampf zurückbleibt. 2 pieces of a broken sword. From an archaeological perspective, these are 2 separate relics. According to the contract, you can only claim one. 2 Teile eines kaputten Schwertes. Aus archäologischer Perspektive sind das 2 separate Reliquien. Nach dem Vertrag kannst du nur Anspruch auf 1 erheben. Why? We were alternating claims to treasure, true. But Clement is no longer here. Warum? Wir wechseln uns ab, Anspruch auf Schätze zu erheben. Das ist wahr. Aber Clement ist nicht mehr hier. Yes. But the only one object per claim clause still holds true. You cannot take 2 relics at the same time. Oh, ja, aber die nur ein Objekt pro Anspruch Klausel ist noch immer gültig. Du kannst nicht 2 Relikte zur gleichen Zeit an dich nehmen. This logic! Diese Logik. Zhongli. She seems like a good person, and no one is fighting over the treasure. How about you let this one slide, huh? Sie scheint eine gute Person. Zhongli, sie scheint eine gute Person zu sein. Niemand streitet um den Schatz. Wie wäre es, wenn ihr hier ein Auge zudrücken When würdet? there's a contract, nothing can be allowed to slide. If the contract is not followed, then it is broken. Wenn ein Vertrag gibt, kann man kein Auge zudrücken. Wenn der Vertrag nicht eingehalten wird, wird er gebrochen. No! If I only take 1/2, then it can't be repaired, and the power of the god of salt cannot be restored. Wenn ich nur eine Hälfte nehme, kann es nicht repariert werden. Und die Macht der Göttin des Salzes kann nicht wiederhergestellt werden. No matter what, I must be faithful to her. Egal was kommt, ich muss ihr treu bleiben. Even if it breaks the contract, I don't care. Auch wenn es einen Vertrag breche, ist mir egal. So you are already decided? Then there is a price to pay for breaking the contract. Du hast dich also entschieden. Dann musst du einen Preis zahlen, weil du den Vertrag gebrochen hast. Zhongli. That is to say, you consign yourself to suffer the wrath of the rock. Das war, du akzeptierst den Zorn des Steins zu spüren. That's okay. The god of salt gave up her life to protect her people. My sacrifice is nothing compared to that. Das ist in Ordnung. Die Göttin des Salzes gab ihr Leben, um ihr Volk zu beschützen. Mein Opfer ist nicht im Vergleich dazu. Punish me however you want. Just let me take this proof of my faith.
Straf mich wie immer du willst, wenn ich nur den Beweis meines Glaubens mitnehmen darf. No, you can't hit her. Nein, man darf kein Mädchen schlagen. Perhaps that punishment would be easier for her. But Vielleicht wird diese Strafe einfacher zu sehen, as aber punishment, I will tell you the truth. zur Strafe erzähle ich dir die Wahrheit. Was? The truth? You mean the truth is my punishment? Die Wahrheit? Ihr meint, die Wahrheit soll meine Strafe sein? Yes. The truth that I am about to tell you shall be your price to pay for breaking the contract. Ja, die Wahrheit zu erfahren, die ich dir nun erzählen werde, ist der Preis, den du für den Vertragsbruch zahlst. I'm afraid to say that the god of salt, Havria, was not the powerful god you imagine her to be. Ich muss leider sagen, dass die Göttin des Salzes, Havria, nicht so mächtig war, wie du glaubst. Rather, she was a small and weak god who yielded to all other gods. When it came to war, she lost, never able to win a seat among the seven. Sie war ein eher kleiner und schwacher Gott, der sich alle anderen Göttern gebeugt hat. Im Krieg hat sie verloren. Sie konnte nie einen Sitz der Sieben erlangen. What? Was? During the Archon War, the gods of this world used all their strength and cunning to vie for control of Teyvat. Während der Archon-Kriegs nutzen die Götter dieser Welt all ihre Stärke um die Kontrolle über Teyvat zu kämpfen. But Havria instead chose to flee. She thought that by giving up before a fight could start, she could save herself and her people from the war. Aber Havria hat sich stattdessen dazu entschieden zu fliehen. Sie dachte, wenn sie schon vor dem Kampf aufgibt, könnte sie sich selbst und ihr Volk vor dem Krieg retten. However, during such a long war, there is no end to the advances of aggressors. Jeder konnte der Vormarsch der Aggressoren während des langen Krieges nicht aufgehalten werden. After making countless concessions, Havria lost all of her lands, until only one small haven remained. Nach endlosen Niederlagen hatte Havria all ihre Länder verloren. Es blieb nur eine kleine Zufluchtsstätte. No. No. It can't be so. Nein, so kann es nicht gewesen sein. In her last days, she had not even a single blade to defend her people with. In ihren letzten Tagen hatte sie nicht eine einzige Klinge, mit der sie ihr Volk beschützt hätte können. Not even a single blade? Then... this sword... Nicht eine einzige Klinge, dann ist dieses Schwert. This sword is not a relic belonging to the god of salt, but is instead the murder weapon used to kill her. Dieses Schwert ist keine Reliquie, die der Göttin des Salzes gehört, sondern die Mordwaffe, mit der sie getötet wurde. Murder weapon? Mordwaffe? No! That's not true! That can't be true! You're trying to test my faith in the god of salt! Das kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Ihr versucht, meinen Glauben an der Göttin des Salzes zu testen. As I said before, I only state the facts. Wie ich bereits sagte, ich spreche nur Fakten aus. Preposterous! You are a follower of Morax! Don't try to trick me! Absurd, ihr seid ein Anhänger von Morax. Versucht nicht, mir einen Streich zu spielen. Hey, come back! Komm zurück, das war zu viel für sie. It is a punishment after all. I did not want to tell her such cruel facts, but the contract was broken. Das ist eine Strafe. Ich wollte ihr nicht so grausame Fakten erzählen, aber der Vertrag wurde gebrochen. Let's follow her deeper into the ruin. There, I fear, we will find something that will leave her no choice but to face the truth. Lass uns ihr tiefer in die Ruine folgen. Dort, fürchte ich, werden wir etwas finden, das ihr keine anderen Wahl lässt, als der Wahrheit ins Auge zu blicken. Are these statue thingies running?
we find ahead? Salt. And betrayal. What are all these? Was ist all das? What did they see? What did they do? Was haben sie gesehen? Was haben sie getan? What happened? Was ist passiert? Since you do not trust me, let us continue onward. Was ist weitergeht, du traust mir ja nicht. That which lies beyond this door will show you all that happened back then. Was in dieser Tür liegt, wird dir alles zeigen, was damals geschehen ist. This is the scene of the crime. Havria's body dissipated, leaving nothing but these traces of salt. Her dying moments have since been frozen in time to this very day. Das ist Schauplatz des Verbrechens. Der Körper von Javier hat sich aufgelöst und nichts als diese Salzspuren zurückgelassen. Ihre letzten Momente sind seitdem festgefroren. The story continues that some among her people realized at last that this gentle, kind but weak god could never protect anyone in wartime. Die Geschichte geht so weiter, dass einige aus ihrem Volk endlich feststellten, dass diese gütige, liebe, aber schwache Göttin in Kriegszeiten niemanden beschützen kann. The Archon War was cruel in the extreme. Instead of consigning her to the agony of defeat, they thought perhaps it would be better to give her a quick release. Der Archon-Krieg war grausam auf extreme Art. Statt sich dem Schmerz der Niederlage auszusetzen, dachte sie, es wäre besser, ihr ein schnelles Ableben zu geben. What about these statue thingies? Aber warum diese Statue-Dinger? No matter how weak the god, the power that flows forth when they are slain is beyond the strength of mortal coils to bear. Egal wie schwach der Gott die Macht, die weiterhin fließt, wenn er getötet wurde, ist größer als die Kraft, die sterbliche Hüllen aushalten. Those who could not flee were thus transformed. Da wurden diejenigen, die nicht fliehen konnten, verwandelt. Those of her people who were untouched by this disaster left for Liyue, where they sought refuge with Rex Lapis. Diejenigen aus ihrem Volk, die von dieser Desaster unberührt blieben, flohen nach Liyue. Dort fanden sie Zuflucht bei Rex Lapis. Their descendants feared Havria's remnants and lived in terror that she had laid upon them an eternal curse. Ihre Nachkommen fürchteten die Überreste von Havia und ihr lebten in der Angst. In der Angst. Sie haben ihnen einen ewigen Fluch aufgelegt. So they risked their lives to come here, to break the sword, and offer up obeisances in hopes that her anger might be appeased. Also riskierten sie ihr Leben, um herzukommen und das Schwert zu zerbrechen und ihre Ehrenbietungen anzubieten, in der Hoffnung, dass sie ihre Ärger beruhigen könnten. But they need not have done so. For how could a god who had never once resisted, even till the end, nurse hatred for her people in her heart? Aber das mussten sie gar nicht tun. Wie könnte eine Göttin, die bis zum Ende nicht einmal widerstanden hat, Hass für ihr Volk entwickeln? Even if this is so, I can't. Auch wenn das stimmt, ich kann nicht This must be a lie.
A false history, all of it. Mag mal eine Lüge sein, eine erfundene Geschichte, all das. Don't you dare try to shake my faith. Mag es nicht zu versuchen, meinen Glauben zu erschüttern. Yikes. Zhongli didn't show any mercy this time either. Aua, Zhongli hat diesmal auch kein bisschen Gnade walten lassen. This is the price she must pay. Yet I would not call it a bad thing. Das ist der Preis, den sie zahlen muss, auch wenn es nicht wirklich so schlimm ist. Judging by how she appeared, I fear that she will struggle for a time. But even if she may not escape that struggle immediately, simply recognizing the truth is good enough for now. Ich fürchte, sie wirkt so, als würde sie für einige Zeit Probleme damit haben, aber auch wenn sie dieses Problem nicht sofort entkommt, die Wahrheit einfach anzuerkennen, reicht für ihr jetzt auch nicht aus. Du scheinst nur allzu vertraut zu sein, damit, was mit der Göttin des Satzes geschehen ist. Indeed. In ages past, Havria's story served as a warning to me as well. Er tat in der Vergangenheit Jahren diente mir die Geschichte von Historia auch als Warnung. Faith in a god who has already passed will do you no good. An einen Gott zu glauben, der bereits verstorben ist, wird dir nicht helfen. So it is for Havria. And so it is for Morax also. Das gilt für Historia, sowie für Morax. Das Volk von Leo wird das eines Tages verstehen. All right then. Now, would you like to accompany me in taking a trip to Guyanstone Forest? Na gut, willst du mich nun begleiten auf einer Reise zu den Guyan-Türmen? Huh? What do you want to do, Zhongli? Was wollt ihr machen, Zhongli? Treading old ground. Telling old stories. Alten Fahrten wandern, alte Geschichten erzählen. One cannot help but be reminded of old acquaintances. Es hilft nicht, man wird immer an alte Bekanntschaften erinnert. Gibt's noch irgendwas hier oder? Kann ich raus. Ich will einfach verlassen. Ist die Geschichte jetzt vorbei oder nicht? Das ist die Frage. Lass mal aus teleportieren. Vielleicht kommt noch ein Blablabla Gedöns. Schmieden. Ja. Okay, diesmal ist er unten. Teleportieren wir dahin. Die Richtung. Hoch auch noch. Okay, wenn es hochgehen soll. War hier irgendwo ein Weg. Hochflöte. Take it easy. Lass mich da hochklettern. Stamina regenerieren. So, da reicht noch zu kommen. Doch nicht, weil es ein bisschen anstellt.
Oh, hat gereicht. Gut, was sind die Idioten? Gott, ich hab hin. Bock in zu kämpfen. Noch weiter hoch. Noch weiter hoch. Oh, sind da oben. Haha, Zwillinge. Sind doppelt. Now, I mentioned before that many gods of old have been sealed beneath the Guyan stone forest. Ich habe bereits erwähnt, dass viele der alten Götter unter den Guyan-Türmen eingeschlossen sind. The Adepti have presently handed Liyue over to mortals, and Havria's time was even further in the past. The Salt Chalice and Salt Ruler that she left behind should not return to Liyue. Die Adepten hatten gerade Liyue an die Sterblichen übergeben und die Havrias Zeit lag noch weiter in der Vergangenheit. Der Salzkelch und das Salzmeter, das es zurückgelassen hat, sollte nicht nach Liyue zurückkehren. To leave them here is to let them slumber. And it is also a homecoming. Hier zu lassen bedeutet, dass sie schlafen zu lassen. Es scheint auch eine Heimkommen. Also soll man da eine Ansicht nach machen? I ended an era with my own two hands. I've always wondered how I should remember that which I ended. Ich hatte eine Ära mit meinen eigenen beiden Händen beendet. Ich habe mich immer gefragt, wie ich mich an die Erinnerungen erinnern soll, die ich getötet habe. History records, but history may be changed. This incident proved that. Time is a mighty force, and history's twist in its flow. Die Geschichte wird aufgezeichnet, aber die Geschichte ändert sich auch. Dieser Vorfall beweist das. Die Zeit ist eine mächtige Kraft und Geschichten verdrehen sich in ihrem Fluss. I need to find a better way of recording history in order to engrave its truth. Ich muss einen besseren Weg finden, die Geschichte aufzuzeichnen, um ihre Wahrheit zu zementieren. Stone carvings were one such ancient method, but unchanging stone, immovable earth, even one such as myself. Someday we may all disappear. Steinmeißeln war eine solche uralte Methode, aber unveränderbarer Stein, unbewegliche Erde, sogar jemand wie ich selbst. Eines Tages verschwinden wir wohl alle. Zhongli. Therefore, I thought of you, traveler. Da dachte ich an dich, Reisender. You are one who crosses the celestial atlas, and who passes through countless worlds. If our history is engraved in your memory, it will one day accompany you into another world. Du bist jemand, der den himmlischen Atlas durchkreuzt hat und unendliche Welten durchlaufen hat. Wenn unsere Geschichte in unserer Erinnerung eingraviert ist, wird sie dich eines Tages in einer anderen Welt begleiten. As long as a traveler like you is able to record what happened, then a backup of sorts will exist for times and tides of Teyvat. Solange ein Reisender wie du aufzeichnen kann, was in Teyvat geschieht, wird die Geschichte nicht verloren gehen. Deswegen sollten wir mitkommen. Sounds like tough work. Klingt wie harte Arbeit. Now then, it is time that we consigned both the Salt Chalice and Salt Ruler to the sea. Nun ist an der Zeit, dass wir sowohl Salzkelch als auch Salzmeter an das Meer geben. Why do we need to throw them into the sea? Warum müssen wir sie ins Meer werfen? As I said before, this is the place to which the remnants of many bygone gods are consigned. Wie ich zuvor sagte, dies ist der Ort, an dem viele Überreste von vergangenen Göttern
aufgegeben werden. This includes Osial, Overlord of the Vortex, who the Jade Chamber most recently returned to this ocean prison. Das schließt Osial ein, der Herrscher des Wirbels, den das Jadegemach kürzlich in sein Meeresgefängnis zurückgebracht hat. Thousands of years ago, the Adepti and I fought against the turmoil that plagued every corner of this land. Guyan Stone Forest, where I sealed many gods with my spears. After so long, naught but folktales remain. Osial, you and I were foes, but our ancient grudge is but a bygone memory now. May that which Havria has left behind be yours to subsume. And thus another spark of divinity departs from Liyue. My legacy shall now be left to those who come after to debate. Abgeschlossen. Cool. Flong. Dauert kurz, leider Gedöns. Boah, nette Geschichte. Das war Teil 1. Teil 2 gibt es dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen, was ihr mal so geguckt habt. Sehr.